Oh hey! Random. Was zum Fick ist schon wieder, Klein Timmy? Jemand müsste deine Meinung zu diesem Nicktoon wissen. Echt jetzt? Aber anyway, es stimmt. Heute reden wir mal über einen weiteren Nicktoon. Also reden wir mal jetzt über Ren und Stimpy, die Show. Um was geht es in Ren und Stimpy? Nun, wie der Name sagt, geht es um Ren und Stimpy. Eine Katze namens Stimpy und ein Hund namens Ren. Und beide leben zusammen quasi in einer WG und erleben wacky Abenteuer, die natürlich 90s Art übertrieben sind, over the top sind und sehr cartoony sind. Früher, in den 80er Jahren, hatten wir eigentlich nur Cartoons meistens, die etwa dafür da waren, um etwa ein Spielzeug zu promoten. Selbst die guten Cartoons waren eigentlich nur dafür da. Aber mit dem Aufstieg von DuckTales kam es zu den Cartoons, die immer Creator-driven sind. Und so ist auch Ren und Stimpy eine Show, die definitiv eher mehr zum Unterhalten da war, statt etwa wirklich Produkte zu verkaufen, wie zum Beispiel die originale Transformers-Serie. Und meine Güte, Ren und Stimpy ist ein einzigartiger Cartoon. Denn vorab kann ich auf jeden Fall sehen, warum Leute es sowohl lieben, als auch sowohl hassen. Denn ich persönlich sehe mich etwa als Fan von dieser Show. Ist das einer meiner absoluten Lieblingsshows oder Lieblings-Nicktoons? Vermutlich nicht. Ich mag die Show dennoch sehr. Denn ich bin ein wirklich großer Fan von Cartoons, die super cartoony sind, die einfach das Cartoony-hafte embracen. Und genau das macht Ren und Stimpy auf eine sehr 90s Art, denn die Show, wie man etwa das merken kann, ist ein Produkt der 90s, sowohl fürs Gute als auch fürs Schlechtere. Und so wirklich platt hatte Ren und Stimpy nie. Es war einer dieser Comedy-Cartoons in Anführungszeichen, wo wir etwa einfach eine Prämisse bekamen in der Episode und dann sehen, wie Ren und Stimpy oder einer von denen nur darauf reagiert. Und da Ren etwa mehr oder weniger der süße Part in dieser Freundschaft ist, haben wir etwa sehr over-the-top-Szenen. Sei es nun, wie er etwa ausrastet gegen Stimpy und seinen österreichischen Cousin oder. Und natürlich, ich kann verstehen, dass manche etwa sagen, das spricht mich eher weniger an. Und ich verstehe bis immer noch nicht, wie Nickelodeon etwa sagen konnte, ja, das ist Kids-approved, das können wir auf unseren relativ kinderfreundlichen Sender etwa senden. Lustigerweise ist Ren und Stimpy heutzutage FSK 16. Vielleicht würde ich das nicht so hoch raten, aber ich kann auf jeden Fall sehen, warum es so hoch geratet worden ist. Es ist definitiv ein Cartoon, den man definitiv kein Kind zeigen sollte und definitiv eher mehr sollen kann, wenn man etwas älter ist. Ich persönlich habe Ren und Stimpy nie als Kind wirklich gesehen. Vielleicht wurde es schon etwa weggemacht von Nickelodeon, weil ich kann definitiv sehen, warum Nickelodeon das nicht etwa gern austragen würde oder es zu sehr späten Stunden wie 23 Uhr und so weiter austragen würde. Aber als ich das entdeckt habe, war es auch erstmal skeptisch. Ich mochte es wirklich erstmal nicht, aber mit der Laufe der Zeit habe ich es wirklich zum Setzen bekommen. Und das lustigerweise, obwohl dieser Cartoon sehr viel Gross-Out-Humor hat. Und Gross-Out-Humor ist so eine Sache für jeden. Manche hassen es bis zum geht nicht mehr, können davon gar nichts ausstehen. Manche finden es etwa zu einem bestimmten Grad etwa okay. Und ich bin da so ein Mitte-Ding. Bei manchen Cartoons funktioniert es wirklich gut, bei manchen eher weniger. Und dieser Cartoon, da funktioniert es wirklich ziemlich gut. Klar, manchmal finde ich auch das Gross-Out etwas zu viel, aber meiner Meinung nach hat Ren und Stimpy wirklich etwa so eine Stimmung, Atmosphäre, die wirklich das Gross-Out rechtfertigt. Sowas wie die later Staffeln von SpongeBob, so Staffel 6 bis 8, haben auch sehr viel Gross-Out-Humor. Natürlich hatte auch Early SpongeBob sehr viel Gross-Out-Humor, aber SpongeBob ist meiner Meinung nach so eine Show, die etwa keine Episode machen kann wie das Splinter. Denn zum einen ist das fucking langweilig, die Episode, zum anderen, wer will diesen fucking Splinter sehen? Wollt ihr das sehen bei SpongeBob? Ich glaube eher weniger. SpongeBob war eine Show mit cleveren Gags, sei es nun Visible Gags oder auch eben den gesagten Gags, mit einem sehr fantastischen Sinn für Sarkasmus, Ironie und so weiter. Ren und Stimpy ist definitiv eher mehr einer der Cartoons, die auf Slapstick und teilweise Gross-Out setzt. Aber da kann es wirklich gut passen. Meiner Meinung nach wurde es sehr passend etwa in Ren und Stimpy eingesetzt. Klar muss es zugeben, Ren und Stimpy ist keiner dieser Cartoons, wo es mich totlachen würde. Klar gibt es paar witzige, wirklich verdammt witzige Szenen, aber so wirklich ein Lacherbrüller ist Ren und Stimpy meiner Meinung nach nicht. Das spricht mich eher mehr so ein Cartoon an wie Sauder, der ja wirklich etwa einen sehr großen Meta-Humor hat. Ren und Stimpy hat das größtenteils eher weniger und wenn sie mal etwa solche Soaks haben, die eher mehr im Gesagten sind das etwa mal okay, mal wirklich gute. Das ist wirklich etwa so ein Hit und Miss. Aber persönlich mag ich die Show wirklich sehr. Die Designs sind sehr ikonisch einfach nur. Ich meine, schaut euch mal Stimpy und Ren an. Klar kann man auf jeden Fall nicht sehen, dass Stimpy etwa eine Katze sein soll. Aber fuck it, es ist ein sehr ikonisches Design und sehr ikonische Farbgebung bei ihnen. Dasselbe geht auch für Ren und die Stimmen von Billy West sind einfach nur more. Es ist wirklich ein
erpressen, dass er gefeuert worden ist bei der Originalserie und auch nicht wirklich etwa seine Rolle replaced hat. In einer späteren Fortsetzung zu dieser, wir auch später in diesem Video kommen. Billy West Voice Acting ist fantastisch, sei es nun etwa in Futurama oder auch hier in Ren und Stimpy. Und auch die deutsche Synchro ist nicht wirklich schlecht. Ich habe jetzt auch nicht so viel von der deutschen Synchro gehört, aber ich fand sie relativ okay. Und wie schon angesprochen, Ren und Stimpy hat eine Nachfolgerserie bekommen. Und meine Güte, ist diese so fucking scheiße. Ja, Ren und Stimpy Adult Party Cartoon ist ein Stück Dreck. Ein fucking großes Stück Dreck. Ist es einer der schlimmsten Serien aller Zeiten? Nein, aber er versteht definitiv nicht, was Ren und Stimpy ausgemacht hat. Klar, Ren und Stimpy war einer dieser Cartoons, vielleicht sogar der Cartoon von Nickelodeon schlechthin, der etwa mit sehr viel durchgegangen ist. Aber meine Güte, Adult Party Cartoon hat keine Grenzen gesetzt bekommen und konnte einfach jede Scheiße machen, die etwa dieser Creator machen wollte. Und meine fucking Güte, vieles davon ist super, super fucking ekelhaft. Es ist noch nicht mal wirklich so witzig, denn das Witzige bei Ren und Stimpy war halt eben, dass Ren und Stimpy etwa immer noch seine Grenzen hatten. Es durfte vieles etwa gezeigt werden, aber auch nicht zu übertrieben. In Ren und Stimpy Adult Party Cartoon sehen wir ein paar dieser Jokes, die wirklich einfach nur sind. Wirklich sehr, sehr generischer edgy Humor, der halt eben der Stereotyp eines South Park Humors ist. South Park ist eine Show, die definitiv nicht für jeden ist, aber man muss mal schon zugeben, dass der Humor von South Park definitiv mehr ist, als einfach nur haha, pervers, haha, Referenz. Und Ren und Stimpy Adult Party Cartoon ist halt die Definition davon. Es sind ein paar Episoden zwar nur, aber egal ob ihr etwa ein Fan seid von Ren und Stimpy, egal ob ihr ein Fan seid von Adult Party Cartoons, ich empfehle euch, den nicht anzuschauen. Natürlich gibt's viel, viel ekelhaftigeren Sachen, aber Adult Party Cartoon ist halt einfach eben so einer dieser Cartoons, die einfach nur so übertrieben ist. Teilweise fühlt er sich an wie eine schlechte Creepypasta oder Fanfiction. Vielleicht sogar noch schlimmer. Adult Party Cartoon ist einfach wirklich ein Cartoon, der existiert und der am besten vergessen werden sollte. Die Animationen sehen eigentlich relativ gut aus. Es ist halt high polished, vielleicht sogar besser als die Animation der Originalserie, auch wenn die mehr Charme haben, meiner Meinung nach. Aber das war's schon. Nur die Animationen sehen wirklich etwa richtig gut aus und das war's wirklich auch schon. Es war sogar eine Serie, die so schlecht etwa ankam beim Publikum, dass etwa Spike TV, die Leute, die etwa diese Show machen wollten, noch nicht mal etwa ein paar der Folgen etwa fertiggestellt haben oder ausgestrahlt haben. Die wurden erst etwa gesehen mit dem DVD-Release. Ich weiß wirklich nicht, was etwa dabei gedacht worden ist oder warum man diese Serie gemacht hat. Die Originalserie ist kultig, aber natürlich sehr, sehr, sehr hohe Geschmackssache. Ich kann jeden verstehen, der eher mal sagt, nee, Ren und Stimpy ist wirklich nicht was für mich. Ich mag zwar etwa Episodic Comedy, aber sowas eher weniger. Klar, war definitiv nicht einer der allerbesten Nicktoons, also Top 5 Material, meiner Meinung nach, aber es ist so ein gutes Top 10 Material. Und für die 90er war es auch einfach eine sehr revolutionäre Serie, die wir viel verdanken können. Egal ob man die mag oder nicht, Ren und Stimpy hat einen großen Impact auf die ganze Cartoon-Szene gehabt, besonders auf die TV-Szene und genauso einen großen Impact auf Nickelodeon als solches. Vielleicht hätten wir beziehungsweise nicht, wenn Ren und Stimpy gekommen wäre, kein Rocko's Modern Life oder sogar SpongeBob gekriegt. Aber wer weiß das schon. Nun gut, ich habe so etwa ein bisschen zu viel gerantet über Adult Party Cartoon, also würde mich interessieren, kennt ihr Adult Party Cartoon oder auch Ren und Stimpy? Schreibt das doch gerne in die Kommentare. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Und falls ihr noch welche Vorschläge habt für irgendwelche Reviews, schreibt sie doch auch gerne in die Kommentare. Vielleicht kann ich die irgendwann mal bearbeiten. Aber bis dahin, wir sehen uns, beziehungsweise hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich.